24 Stunden. 1440 Minuten. Eine Frage. Hast du deine Ziele erreicht? Lebst du das Leben, für das dein Herz schneller schlägt? Steh auf. Schreibe deine Geschichte. Wenn es einfach wäre, wärst es nicht du. Du hast es in deiner Hand. Verlass deine Komfortzone. Erfolg ist mehr als Glück. Es sei die Idee, der Pionier, der Vorreiter, die Inspiration. Die CEO-DNA. Die Unternehmer-DNA, die in jedem von uns schlummert. Willkommen im CEO-DNA Podcast und hier geht es wirklich darum, ja, euch Unternehmern, Gründern und vor allen Dingen CEOs zu helfen, noch besser zu werden. Und ganz aktuelle Studien zeigen, dass 70% der Unternehmen in den ersten 10 Jahren kaputt gehen, weil die CEOs oder die Gründer Fehler machen. Und wir wissen doch wirklich, ja, nur wirkliche Unternehmen können die größten Herausforderungen wirklich bewerkstelligen, wenn es darum geht, Healthcare, Medizinleistung wirklich an die Menschen zu bringen. Während Covid waren es Unternehmer, aber auch wenn es darum geht, die größten Herausforderungen im Energiebereich zu bewältigen, sind es Unternehmer. Oder wenn es allein darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen, sind es Unternehmer. Also deswegen freue ich mich sehr auf den nächsten Gast, denn er hat einfach eine tolle Geschichte hinter sich und hat so viele Nuggets und tolle Tipps und Hints für uns durch seine Expertise. Er hat angefangen 2010 als Lokführer bei der Deutschen Bahn und ist heute Multiunternehmer mit 7-stelligen Umsätzen, vermietet über 90 Apartments. Wahnsinnige, beeindruckende Geschichte. Herzlich willkommen, Hendrik Kuhlmann. Freut mich, da zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du heute da bist. Aber klar. Was ist für dich die DNA eines guten CEOs? Die DNA eines guten CEOs für mich ist erstmal, dass er natürlich den Überblick hat. Also du musst als CEO natürlich wissen, was läuft gerade in meiner Firma oder was läuft gerade in meinen Firmen. Ja. Das nicht zwangsläufig heißt, dass du überall super in der Tiefe drin sein musst, aber du solltest natürlich irgendwo sehen, okay, was passiert gerade, weil das Unternehmen ja so gesehen ein Organismus ist, der irgendwo arbeitet und die Aufgabe ist ja erstmal irgendwo den Überblick zu wahren und wenn du den Überblick hast, natürlich die Richtung vorzugeben. Also wohin geht es denn weiter? Was sind neue Ziele, die man anstrebt? Was brauchen wir dazu? Und dann irgendwo den Korridor letztlich zu setzen, damit man da hinkommt. Und was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig dabei ist aber auch den Fokus wirklich drauf zu haben. Also nicht irgendwie 100 Dinge gleichzeitig machen zu wollen, also strategische Sachen, große Sachen, sondern wirklich irgendwo den Fokus auf die großen Projekte, auf die nächsten Meilensteine zu haben und nicht, das könnten wir auch noch oder dieses könnten wir auch noch mal machen. Und das ist so ein bisschen die DNA plus, das habe ich bei der Bahn immer gehört, diesen Satz, so das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir seit 50 Jahren machen wir das so, das ist gut, da wollen wir gar nicht mehr ran. Ich muss auch in der Lage sein, irgendwo meine Organisation dahin zu bringen, dass sie Sachen auch mal hinterfragt. Das heißt nicht, dass man alles permanent über den Haufen schmeißen muss, aber man sollte darüber sprechen können. Ja, aber was für eine Karriere. Also super beeindruckend, du hast mir eben erzählt, ihr habt jetzt Mietverträge von 500.000 Euro? Nee, die haben wir verkauft, ja. Also nur verkauft, 500.000 Euro an Mietverträgen weitergegeben. Korrekt. Also, okay. Guck mal, du hast gerade im Intro gesagt, so 90 Apartments, die hatten wir auch bis vor ein paar Wochen. Wir betreiben ja Airbnbs, Ferienwohnungen, Service-Apartments, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich selber bin kein Eigentümer, sondern ich habe ja angefangen mit meiner allerersten Wohnung für dieses Geschäft über eine Form der Anmietung. Ja, das heißt, diese 90 Immobilien, die haben wir angemietet. Und das ging 2019 los und jetzt vor wenigen Wochen habe ich mal 18 Wohnungen, also Mietverträge dahinter, letztlich geexitet, verkauft für eben fast 500.000 und am Ende des Tages ist es halt wirklich nur Mietverträge plus Möbel und Inserate und that's it. Ja, also so eine Cash-Cow sozusagen, dass jemand gesagt hat, hey, ich will das. Also dein Geschäftsmodell, jetzt nochmal für uns erklärt, ist, dass du sagst, hey, ich miete mir existierende Immobilien ein, ich statte die aus mit Möbeln
Und dann vermiete ich die Kurzzeit unter. Was heißt Kurzzeit? Pro Stunde, pro Tag? Nicht pro Stunde, Gottes Willen, das ist ein anderes Geschäft, nichts, in dem ich bin. Nein, wir vermieten von einer Nacht, also wie ein Hotel, bis hin zu 6 Monaten. Das ist so die Maximaldauer, die man bei uns bleiben kann. Das ist so der Bereich Kurzzeitvermietung. Ja, das heißt, du hast dann auch dann Reinigungspersonal, die das dann sauber machen? Okay, natürlich. Super. Also wir haben unsere Reinigungskräfte, du musst dich bei uns einchecken. Das funktioniert aber im Gegensatz zum Hotel digital. Du hast natürlich irgendwo alles auf einem Hotelstandard im Apartment. Also wir sind sehr, sehr hotelähnlich mittlerweile. Ja. Nur, dass unser Produkt so gesehen nicht das Hotelzimmer ist, sondern halt ein Apartment oder ein Studio-Apartment. Ja, aber sehr interessant, gerade auch für die ganzen Zuhörer, die vielleicht noch sagen, hey, ich will noch irgendwie was machen, weil da braucht man ja keine eigene Immobilie. Das heißt, man geht hin, holt eine Immobilie und kann dann relativ schnell kostengünstig, ja, mit ein paar Möbeln, aber mit ein bisschen Fleiß und der richtigen Konstellation ein Cashflow-Business aufbauen. Korrekt, genau das habe ich gemacht. Wie gesagt, 2019 die erste Einheit und jetzt haben wir es quasi immer wieder aus dem Cashflow erweitert, neue Einheiten dazu, natürlich auch zwischenzeitlich gut verhandelt. Ja. Und so haben wir es jetzt bis zu 90 geschafft, jetzt mal einen Teil geexitet. Aber das ist für mich so ein Tausch alt gegen neu. Also ich habe quasi jetzt veräußert, was so unsere Anfänge waren, weißt du? So die Evolution unserer Apartments im Laufe der Jahre war ja auch von, sag mal, Ferienwohnungen, wo vielleicht dann noch ein bisschen mehr Ikea drin war, hin zu wirklich hochwertigen Beherbergungsprodukten, die auch vom Hotelausstatter gemacht werden, die sonst auch Hilton ausstatten oder so. Also das ist so ein bisschen so unsere Evolution gewesen. Und die Anfänge habe ich jetzt mal verkauft, weil wir jetzt im Sommer 26 neue Apartments aufmachen an 2 neuen Standorten und die natürlich komplett nach diesem Konzept gesetzt werden. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir trennen uns da. Was sind so eure Standorte? Hast du so Fokus, wo du sagst, hey, ich bin im Ruhrpott oder? Naja, also wir sind... in Augsburg wohnst du, ja? Das heißt eher in der Gegend, oder? Wir sind am Ende nicht in den Top-7-Städten unterwegs. Also nicht in den richtig großen Metropolen, sondern klar, los ging es in Augsburg zu einer Zeit, zu der ich noch gar nicht in Augsburg selber gewohnt hatte. Okay. Und die Standorte, die wir mittlerweile haben, ist eine Stadt wie Lippstadt zum Beispiel oder Herzogenaurach, Rosenheim, Dortmund haben wir 30 Apartments. Also gar nicht mal so die Riesenmetropolen Berlin, München, sondern eher so B-, C-, Da fühlen wir uns wohl. Das ist eigentlich eher unser Markt. Auch das, was jetzt im Sommer aufgemacht wird, ist zum Beispiel Bielefeld, die Region. Und dort sind wir unterwegs und ein bisschen machen wir im Ausland. Also wir haben noch 2 Wohnungen in Prag, wir haben 3 Einheiten in den USA, in Florida, aber Fokus ist wirklich Deutschland. Jetzt musst du uns noch mal ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, weil ich finde das sehr beeindruckend. Ja. Das heißt, du warst vom Lokführer, bevor du die Ausbildung angefangen, 2007, dann 2010 hast du angefangen, das war so deine erste Arbeitsstelle, ist das richtig? Genau. Ja. Das heißt, dann hast du da gearbeitet und was war jetzt der Schritt, wo du gesagt hast, boah, ich gehe jetzt und mach mich selbstständig? Was war dieser Aha-Effekt, dieser Moment? Also, um das mal vollständig abzuholen. Also, das ging schon ein bisschen früher los, bevor ich überhaupt bei der Bahn angefangen habe. Weil ich habe mit 14, 15 angefangen, irgendwie als DJ aufzulegen. So, und das erste Mal tatsächlich in einem Club, da war ich 15. Mittlerweile ist das verjährt, das heißt, ich kann jetzt drüber sprechen. Aber ich hatte damals schon so einen Bart. Ja. Und dementsprechend hat man einfach mir das Alter nicht angesehen. Ja. Und deswegen habe ich mit 15 das erste Mal in der Diskothek gespielt. Okay. Und habe das immer nebenbei gemacht. So, dann bin ich mit 18 nach München gezogen, weil ich eben Lokführer werden wollte. Ich hatte richtig Lust darauf. Habe die Ausbildung angefangen. Und bei der Bahn waren das damals so 550 € Nettogehalt, was du im ersten Lehrjahr so bekommen hast. Und jetzt kannst du dir vorstellen, in München ist das ein bisschen knapp. So, also habe ich angefangen, weiter aufzulegen. Ja, das war dann mal irgendwie 200 € hier, 300 € da. Und so ein bisschen aus dem Thema raus habe ich mal dann so einen Online-Shop gegründet für so DJ-Equipment. Da haben wir dann auch so 200.000, 300.000 € irgendwann mal umgesetzt. Habe ich dann irgendwann abgegeben, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich wusste, okay, wie skaliere ich das jetzt weiter? Ich war da irgendwie so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht wie, also keine Idee. Habe aber weiter aufgelegt, habe dann angefangen, Veranstaltungen zu machen. Erst kleine, dann große, dann immer größere. Habe nebenbei Clubs betrieben und bei der Bahn natürlich auch meine Karriere gemacht. Habe die Ausbildung abgeschlossen, war dann als Lokführer tätig. Bin dann irgendwann in die Disposition gewechselt. Weil, wenn du als Lokführer unterwegs bist, da hat man vielleicht auch mal den einen oder anderen Unfall. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, das ist nicht mehr ganz so meins. Ich wechsle, bin in die Disposition gegangen. Habe berufsbegleitend noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und abgeschlossen mit Bachelor
und dann bei der Bahn irgendwann in eine Führungsrolle gewechselt. Hab dann, Ganz kurz, bevor du da reingehst, was für Unfälle hat man bei der Bahn? was für Unfälle hat man? So eine Kuh auf der Straße, auf der Schiene? Das ist tatsächlich auch passiert. Also Ja? Wow. so eine Kuh war auch dabei und ein paar nicht so schöne Sachen. Okay, dass Nicht sich Menschen da leider vorschmeißen. sowas passiert. Ja, okay. Korrekt. Ja, und du hast gesagt, das ist nicht mehr mein Ding. Und dann ging es ins Management von der Bahn. Ja, über die Disposition, da habe ich Ja. mehrere Jahre disponiert. Ich hatte einen total coolen Job da zwischenzeitlich. Es gibt ja bei der Bahn die Betriebsdisposition, sind diejenigen, die darüber entscheiden, ob ein Anschlusszug wartet oder welcher Zug ausfällt und sowas. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Hätte ich das gewusst, hätte ich immer anrufen können. Sag ich, hör mal, ich bin Hättest gerade du- in Köln hier. Hättest du Lass machen den Zug. können. Okay, cool. Ja, aber war total spannend. Okay. Vor allen Dingen, weil mir das sehr viel mitgegeben hat, weil du kannst dir vorstellen, bei der Bahn ist ein sehr komplexes System, da passiert immer was. Und da musst du sehr schnell entscheiden, du musst sehr schnell handeln, hast parallel irgendwie die Sachen, die zu dir fliegen, musst hier entscheiden, da entscheiden, was machen wir hier, da, dort. Also ich bin da richtig schnell geworden in der Entscheidungsfindung und im Schreiben. Also wirklich, du musst ja nebenbei auch alles dokumentieren. Also da habe ich viel mitgenommen und auch total interessanter Job. Jedenfalls bin ich dann in die Führungsrolle gewechselt bei der Bahn, habe dann 2 Planungsabteilungen geführt, zum Schluss 40 Mitarbeiter gehabt, über ganz Bayern verteilt. Und das ist so der Karriereweg und parallel immer das, was ich nebenbei gemacht habe. Also Clubs betrieben, dann da wieder raus. Dann habe ich Streetfood-Festivals zum Beispiel veranstaltet. Mit einem Partner zusammen, der heute ein großes Musikfestival macht. Grüße an der Stelle auch an Florian. Und das haben wir aufgebaut 2017. Da war es ein Standort, wo wir das quasi organisiert haben, dass so Foodtrucks kommen konnten. 2018 waren es dann 16, 17 Standorte in ganz Süddeutschland. Und dann waren es 2019, als ich rausgegangen bin, sollten es 25 sein. Und ich habe dann in dem Jahr, 2018, auf Bali Airbnb als Geschäft so ein bisschen für mich kennengelernt. Und dann die Entscheidung getroffen, hey, ich will das machen. Im Mai 2019 die ersten Schlüssel quasi übernommen. Dann angefangen, das aufzubauen, immer parallel zu meiner Tätigkeit als Führungskraft. Und dann bin ich 2021 im Sommer raus bei 16 Apartments oder 16 Einheiten. Und da hast du schon so einen Cashflow gehabt, wo du sagst, ich kann also- das einigermaßen überleben. Schau mal, das Ding ist, ich habe das gerne gemacht. Also die Rolle, die ich bei der Bahn habe, ich habe ein tolles Team gehabt. Ich war wirklich gerne dort. Aber du hast auch Festivals insgesamt mit 160.000 Besuchern organisiert, insgesamt. Also das sind in Summe richtig viele gewesen. Habt ihr nachgerechnet? Tatsächlich, ja. Okay, 160.000 Besucher insgesamt. Also das war ja auch schon was. Das heißt, du warst schon so ein bisschen unternehmerisch immer tätig. Ja, also sonst wäre mir langweilig gewesen. Ja gut, aber bei der Bahn ist es, ich weiß ja nicht, ich habe da nie gearbeitet, ich weiß nicht, ob das so unternehmerisch ist. Ist so eher sagen wir mal, wenn du anfängst unternehmerisch zu denken, dann hörst du häufiger mal den Satz, den ich am Anfang gesagt habe, so, nee, das haben wir immer schon so gemacht. Okay, der Zug Lass fällt mal kurz gerade an. aus. Ja, genau. Okay, cool. Ja, und so kam das. Ja, und dann hast du gesagt, ich gehe bei der Bahn raus, ich habe schon sauberen Cashflow. Ist vielleicht auch ein guter Tipp an die Zuhörer, weil ist einfach auch die Möglichkeit existiert, dann halt auch aus einem ganz normalen Angestelltenverhältnis zu sagen, hey, ich fange nebenbei mal was an und sehe, liegt mir das nicht, weil du hättest ja auch sagen können, ich mache jetzt große Festivals, Rock am Ring und tralala. Oder du sagst, Florian dann weiter zusammen, andere Events. Oder du sagst, ich mache dann halt das Airbnb. Und das kann man während der Zeit, glaube ich, gut rauskristallisieren, während man schon woanders arbeitet. Und ich sage immer, das Tolle ist, man wird eigentlich bezahlt dafür, dass man auch Fehler machen darf. Ne? Ja. Am Ende, ich habe da letztlich meine Passion gefunden. Weißt du, das Thema mit den ganzen Side-Businesses, die ich so hatte. Und da gab es noch ein paar andere Stationen. Ich habe auch mal Amazon FBA und so. Ich habe das alles mal getestet. Wir haben mal irgendwie es gibt ja auch so Print-on-Demand, T-Shirt-Business, so, hey, du machst irgendwelche, das habe ich auch probiert, wollte auch nicht so richtig funktionieren. Aber hier sind wir wieder bei dem Thema Fokus. So, das war so, okay, ich probiere das mal, mach das mal irgendwie so ein bisschen. Okay, funktioniert nicht, auf zum nächsten. Ich habe sogar mal Straßenbahnen angemietet in Augsburg und München zu der Zeit, als Pokémon Go so einen Hype hat und habe quasi Pokémon Go Straßenbahnen veranstaltet für 25 € das Ticket. Die waren ausgebucht, da war auch die Presse da. Ja, und dann sind wir einfach mit der Straßenbahn 3-4 Stunden durch die Stadt gefahren und die Leute haben halt Pokémon gesammelt. Nicht viel gesprochen, also es war sehr interessant zu sehen. Ja. Naja, aber bei dem Thema Apartmentvermietung, Kurzzeitvermietung, das, was wir heute machen, da ist mir zum ersten Mal nicht langweilig geworden. Im Sinne von, da gibt es immer wieder was Neues, was man irgendwie erreichen kann. Neuen Standort, neue Einheiten dazu.
Und es hat natürlich wirtschaftlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Und da habe ich am Ende meine Passion auch drin gefunden. Ja, und du jetzt siehst, mache ich nichts anderes mehr außer das. cool. Das heißt, du siehst das Unternehmertum auch so ein bisschen als Sport, ja? Es gibt auch so die bekannte Frage an Donald Trump, wo man gesagt hat, hey, warum machst du immer noch weiter? Und Leute, die eng mit ihm zusammenarbeiten oder ihn auch mal öfters persönlich getroffen haben, zum Beispiel Kai Diekmann, liebe Grüße, er war auch schon hier bei uns im Podcast. Ähm, und die haben mir immer wieder gesagt, ja, der macht das nicht wirklich, um jetzt, sage ich mal, sich noch ein großes Flugzeug zu Ja. kaufen, sondern einfach, man sammelt dann die Punkte. Also es ist dann so, dass du sagst, hey, das macht Spaß, ich will mehr Einheiten haben, ich will Ja, es wird halt, irgendwann zum ja, Spiel. ja, okay. So, also es ist immer interessant, es bleibt spannend, okay, jetzt, ne, du hast ein Ziel erreicht, setzt dir irgendwo ein Neues oder sagst, okay, das wollen wir mal erreichen. Und dann kommt immer eins zum anderen und du musst halt sehr, sehr viele Herausforderungen natürlich irgendwo auf dem Weg lösen, wächst daran ja auch permanent. Aber das Ding ist, wenn du selber quasi im Cockpit sitzt, ja, wenn du selber am Steuer bist, du bekommst gar nicht mit, was du in welcher Geschwindigkeit hinter dir teilweise aufbaust. Also man sagt mir das auch immer, hey, voll krass, wenn ich mal irgendjemanden auf einer Messe treffe, ich verfolge dich seit 2020 oder so und es ist total beeindruckend, was du geschafft hast und in so kurzer Zeit und mir kommt das gar nicht so kurz vor, ne? Also, ich meine, das sind jetzt 5 Jahre, seit wir angefangen haben, aber mei, also du machst halt einen Schritt nach dem nächsten und es ist halt irgendwann wirklich so eine Art Spiel, ja. Ja. Also, Wie groß ist dein Team heute? Wie managst du die? ja, wir haben ja mehrere Firmen. Wir haben festangestellt ungefähr 18 Mitarbeiter über alle Firmen. Das heißt, wir machen ja nicht nur den Apartmentbetrieb, wir haben ja auch noch einen Coachingbetrieb, Mhm. haben da natürlich unser Coaching-Team, wir haben Coaching Backoffice. heißt, ihr lernt anderen Menschen, wie kann man dementsprechend auch mit Vermietung dann Geld machen, mit Genau. Kurzzeitvermietung. Ja, wie funktioniert das? Wie kann man da einen Einstieg finden? Wie finde ich meine erste Wohnung? Machst Wie du dir mache ich das damit nicht richtig? selber Konkurrenz? Das werde ich immer wieder gefragt, aber die Tatsache dabei ist, ich zahle eigentlich eher sogar positiv auf meinen eigenen Betrieb ein, weil hier kommt das Ding. Kurzzeitvermietung, Airbnb, das ist am Ende des Tages Beherbergung. Ja, Beherbergung ist der Oberbegriff. Und in der Beherbergungsindustrie, da gibt es auch noch eine Branche, die sehr, sehr groß ist, nämlich Hotels. So, die allermeisten Leute gehen in Hotels. Aber in den vergangenen Jahren haben sich einfach diese Apartments weiter professionalisiert. Und jetzt ist es so, dass wir mit den Apartments natürlich auf Booking.com direkt neben den Hotels stehen. Wir präsentieren die gut, hochqualitative Fotos und so weiter und so weiter. Und der Hotelgast, der jetzt vielleicht irgendwo nach Lippstadt möchte und da kein so schickes Hyatt oder Hilton Hotel findet, der sieht dann aber auf einmal ein sehr, sehr gut aussehendes Apartment, bucht da bei einem professionellen Anbieter zum Beispiel, macht eine gute Erfahrung und hey, das nächste Mal, wenn der irgendwo anders hin möchte, sagt er, ey, letztes Mal in Lippstadt habe ich da dieses Apartment gehabt, das war total cool, mache ich diesmal auch wieder. Hat mir viel besser gefallen als ins Hotel, weil ganz ehrlich, so frühstücken, ich bin da einfach morgens zum Bäcker gegangen, hat auch gepasst. Und jetzt kommt dieses Thema, machst du dir nicht selber Konkurrenz? Eben überhaupt nicht, weil je mehr Menschen gute Erfahrungen mit professionellen Apartmentanbietern machen, desto mehr Leute buchen auch wieder Apartments, was wiederum dazu führt, dass wir natürlich profitieren, weil wir uns als Segment im ganzen Marktanteil halt sichern von der Hotellerie. Du Gäste kreierst einen rüberholen. ganz neuen Markt einfach da. Ne? Ja, also ich meine, dieser Markt ist da, wir beschleunigen den natürlich ein Stück weit, aber davon profitieren wir einfach. Ne? Wenn ich mir überlege, 2020, 19 in Augsburg, Ferienwohnung bei Booking.com, da war eigentlich nur Schrott drin, da gab es nichts Vernünftiges. So. Und heute ist das halt anders. Heute sind da coole Unterkünfte, weißt du, nicht mit dem Fliesentisch von Oma und so Instant-Kaffee, sondern Und wirklich nur Ikea-Möbel, sondern Ja, wirklich genau. ein bisschen das. da, Ja, wo du reinkommst und sagst, ach hey Billy, du bist auch hier, ne? Genau, weil richtig, du ja. jedes Möbelstück irgendwie kennst. ja. Heute ist das anders. Also heute Toll. gibt es viel Und, attraktivere Unterkünfte. Ich komme ursprünglich aus der Eifel und ein Bekannter macht das von mir und in der Eifel kannst du so günstig wohnen, also im Normalfall im Vergleich jetzt zu einer Miete in der Stadt. Und er hat dann einfach pro Nacht nimmt er das, was andere also pro Nacht, wenn Leute kommen, was Mhm. andere für einen ganzen Monat nehmen, für ein ganzes Haus. Ja. Und dann sagte ich immer, da kommt doch keiner hin, also das ist doch verrückt. Der hatte dann Sauna reingebaut, Jacuzzi reingebaut. Ich sagte immer, ich bin komplett ausgebucht. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich sagte, wie ist das denn? Und da sagte er, ja, es sind halt doch immer wieder auch Leute aus der Stadt, die dann teilweise sogar ihren Honeymoon da verbringen.
und sagen, hey, ich will mal dieses Erlebnis haben in der Eifel, aber wirklich auf Top-Niveau. Ist interessant. Ja, also es gibt entweder solche Unterkünfte, wo du so wirklich hohe Preise aufrufen Ja. kannst, oder es gibt ja auch immer mal wieder Events. Also wir haben ja Klar. jetzt die EM 2024 hier in Deutschland und in Dortmund haben wir 30 Apartments, die wir betreiben, ein ganzes Apartmenthaus. Und wir haben mittlerweile weit über 100.000 Euro Umsatz. Im Juni, nur im Juni mit diesen 30 Einheiten, bei einer Auslastung von gerade mal 30%. Weil in Dortmund wird immer kurzfristig gebucht, das heißt Ende Juni wird das wesentlich höher sein. Aber alleine nur durch diese 2 Gruppenspiele, die irgendwie im Juni da stattfinden, einfach über 100.000 Euro Umsatz auf 30 Einheiten. Und wir haben halt noch viel Luft nach oben. Also ich kann mir halt vorstellen, wir laufen irgendwie bei 140.000, 150.000 raus. Und das sind keine Riesenwohnungen, das sind Studio-Apartments, also 25 bis 35 Quadratmeter. Jetzt hört sich so deine Karriere so wunderbar an, easy going, bei der Bahn angefangen, nebenbei was gemacht. Was war so auf dem Weg so eine Herausforderung, die dich wirklich gecatcht hat, wo du gesagt hast, boah, das war wirklich was mich wirklich vielleicht auch zurückgeworfen hat, was auch eine Enttäuschung war, und was hast du daraus gelernt? Wie Naja, hast du das gemeistert? also natürlich ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, sondern auf dem ganzen Weg sind natürlich immer mal wieder Knüppel einem zwischen die Beine geworfen worden. Beispielsweise, ich habe ja super viel im Nachtleben gemacht. Also wir haben ja Ja. verschiedene Clubs betrieben, irgendwie in Summe 3. Und ich habe da am Ende des Tages eigentlich gar kein Geld mit verdient. Also ich habe viel Zeit reingesteckt, aber es waren immer irgendwelche Konstellationen, wo entweder irgendjemand komplett illoyal am Ende des Tages gehandelt hat oder aber wo Entscheidungen dann irgendwie in der Gemeinschaft getroffen wurden, die den ganzen Profit gekillt haben. Beispiel, wir hatten mal einen Club in München zusammen mit ein paar anderen Partnern. Großer Club, also wirklich 2.500 Leute Fassungsvermögen. Und unser ursprüngliches Konzept war, weil ja, ich sag mal, Leute nicht mehr so viel nachts weggegangen sind, hey, wir machen nur einmal im Monat oder vor Feiertagen auf. So, und genau dieses Konzept haben wir gefahren. Es hat wunderbar funktioniert. Also wir hatten den kompletten Laden immer voll. Vor einem Feiertag oder am Wochenende. Ich weiß noch, Silvester haben wir irgendwie in der einen Nacht 130.000 Euro damals umgesetzt. Also es war Wahnsinn. Und dann haben wir uns eine Verlängerung angeboten. Weil eigentlich war das so gedacht als Projekt auf Zeit, bis der abgerissen werden sollte. Aber wird heute die Philharmonie gebaut in München. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen noch ein Jahr Verlängerung. So schön und gut. Aber ursprünglich halt mit demselben Konzept gedacht. Und dann hat sich einfach in dieser Gemeinschaft ergeben, nee, wir machen jetzt jedes Wochenende auf. Weil wir, ne, also jetzt können wir ja planen, wir machen jetzt jedes Wochenende auf. Hat dazu geführt, dass die Leute nicht mehr gebündelt auf einen Tag gekommen sind. Total geil, ja, Laden voll, richtig Party. So, jetzt halt an dem Samstag ein paar, an dem Samstag ein paar. Auf einmal war nicht mehr so viel los. Auf einmal, ne, das ist dann so ein Downward-Spiral geworden. Ja, und das hat am Ende die ganzen Profits gekillt, die wir vorher gemacht haben und war dann plus minus null. So, das ist natürlich eine Enttäuschung. Und dann ist halt auch so Nachtleben im Speziellen, da meint es auch nicht unbedingt jeder so gut mit dir oder jeder so ehrlich. Ne? Also oberflächlich ist da immer ey, Buddy und sonst was, aber so irgendwie, also großartige Freundschaften schließt man da eher in Ausnahmen. So, Ja. und das muss man auch erstmal wechseln können. Ne? Also ich bin mittlerweile sehr froh, da raus zu sein. Ich habe sehr coole Zeiten da gehabt, habe viel erlebt, aber eben auch viel gesehen. Ja, und bin da ganz happy, da raus zu sein. Oder ein anderes Thema. Ich habe meine Apartments aufgebaut, Mai 2019 das erste, dann direkt im Sommer die nächsten beiden, dann waren es 3, Anfang 2020 wieder 3 dazu. Dann waren wir bei 6, dann kam März 2020 am Anfang nochmal eine Wohnung dazu, dann waren wir bei 7 Apartments und dann kam die Pandemie. So, dann denkst du natürlich auch, shit, irgendwie, wie ist das jetzt? Ne? Da sind die Stornierungen einfach reingehagelt, eine nach der anderen. Ich habe dann mal eine Auswertung gemacht, irgendwie weit über 100 Stornierungen, die wir da reingekriegt haben. Da wird der halt einfach auch anders. Weil, Ja. ne, jetzt denkst du, okay, ich habe was total Cooles gefunden, ich habe richtig Spaß daran, es bleibt richtig was übrig, ich kann das wirklich gut skalieren und dann kommt sowas. Mhm. So, das ist natürlich auch erstmal ein Schockmoment, der zum Glück nicht lange angehalten hat. Weil, Warum? Geschäftsreisen waren dann immer noch erlaubt, die ganze Ja. Zeit über eigentlich. Und die wurden auch tatsächlich dann. Und die sind auf einmal in Apartments gegangen. Das Aha. heißt, bei uns haben super viele Leute storniert, damit waren wir ja wieder verfügbar, buchbar. Ja, Ja, wo wir Hotels vorher waren belegt- zu teilweise. Genau, Ja. Hotels haben zugemacht Ja. oder da konntest du nicht frühstücken, eine Küchenzeile hast du da auch nicht. Ja. Plus du läufst halt auf dem Flur irgendwie allen möglichen Leuten über den Weg. Ja.
Und deswegen haben die angefangen, Apartments zu buchen. Und so schnell wie unsere Apartments leer waren, hatten wir auf einmal ganz andere Gäste drin, Geschäftsreisende. Und so sind wir durch diese Zeit gekommen. Interessant. Ja. Also es war sehr spannend. Was hast du heute für Herausforderungen? Naja, also ich sag mal, Herausforderungen, nichts irgendwie, was bei mir im Moment negativ wirkt. So, ich habe ein paar größere Projekte, an denen ich arbeite, die so ein bisschen aufsummieren, all das, was ich in den vergangenen Jahren gemacht habe. Also den Apartmentbetrieb, Coachingbetrieb, also stellt man sich natürlich viele Fragen, so hey, in welche Richtung wollen wir weiter, was können wir unseren Kunden noch anbieten, was brauchen die, welche Probleme haben die, und da habe ich einen Weg gefunden, das jetzt so ein bisschen zusammenzuführen. Da arbeite ich gerade dran, das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Ansonsten, wir öffnen neue Häuser, die auch immer größer werden. Also jetzt zum Beispiel ein Neubauobjekt wird im Sommer fertig. Das wird nur für uns gebaut, damit wir es mieten können. Wir haben das mitgeplant. Das heißt, der Eigentümer hat gesagt, ich investiere das. Ja. Okay. Und wir schließen einen Mietvertrag und dann baue ich euch genau das Objekt. Wie lange ist so ein Mietvertrag dann? 10 Jahre? 10 Jahre, ja. Das muss ja auch für ihn Sinn machen. Klar. Ja. Und das machen wir jetzt so in den nächsten 4 bis 8 Wochen auf. Also in 4 Wochen wird der Bau fertig, dann muss noch eingerichtet werden und Anfang August werden wir es aufmachen in Ostwestfalen. So, das ist eine spannende Herausforderung. Und dann natürlich auch unser Teamwechsel. Wir sind frisch mit unserem Büro umgezogen, haben jetzt ein schönes neues Zuhause mit viel Platz für die nächsten Jahre. Und die Räume wollen wir natürlich auch füllen. Auch das, ne? Wie findest du gut Mitarbeiter, die auch in diese Gesamtkonstellation reinpassen? Langweilig wird es nicht. Ja. Jetzt sagtest du hast noch keine Kinder, bist aber verheiratet. Jetzt angenommen, du hättest ein Kind und du solltest dem noch was mitgeben, unternehmerisch, wo du sagst, okay, das ist jetzt nochmal ein Punkt, den ich dir mitgeben würde oder darf. Was wäre das? Also ich glaube, der größte Rat, den ich jemandem mitgeben möchte, weil das ist das, was ich bei mir gesehen habe, oder den ich auch meinem Kind zum Beispiel mitgeben möchte, ist, hey, irgendwann musst du dich auf ein Thema festlegen und dich darauf fokussieren und auch wirklich alles ausblenden. Also jeden Tag gibt es ja irgendwo Shiny Objects, die dir irgendwie um die Ohren fliegen. So, man könnte das machen oder das machen oder das machen. Und du musst halt wirklich zu dem Punkt kommen, wo du sagst, nein, ich mache jetzt das und nur das und der Rest interessiert mich erstmal nicht, bis ich vielleicht in einem Stadium bin, wo ich mal wieder was anderes angeben kann, weil ich die Kapazität habe. Aber solange man da nicht ist, solange macht es gar keinen Sinn, irgendwas anderes noch anzufangen, den Fokus wegzulenken von dem, was funktioniert, weil dann funktioniert es am Ende eben nicht. Und das ist genau das, was ich in meinen 20ern quasi die ganze Zeit gemacht habe. Ach cool, wir machen diese Trambahn. Und natürlich ist da ein bisschen Geld verdient worden. Natürlich, das waren dann mal, was weiß ich, 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Oder bei einem Streetfood-Festival, da sind mal pro Veranstaltung 10.000 liegen geblieben. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wunderbar, das hat so funktioniert, das ist skalierfähig, da geht die ganze Energie rein, ich mache das jeden Tag gerne und dann wächst das halt auch sehr, sehr schnell, ist natürlich auch sehr erfolgreich. Aber in dem Moment, wo man die ganze Zeit hin und her springt, mache ich mir das kaputt. Und wenn ich mir dann überlege, natürlich, ich kriege ja auch diese Shiny Objects. So, ich werde ja die ganze Zeit gefragt, Herr Hendrik, warum kaufst du keine Immobilien? Ja, weil ich momentan 0,0 Fokus von dem Weg, den wir gehen, ablenken möchte. Das wird irgendwann kommen. Aber noch nicht. Und der Preis, oder ich möchte den Preis aktuell nicht zahlen, den es mich kostet, wenn ich den Fokus jetzt da noch drauf bringe und mir auch nochmal anschaue im Detail, wie macht man den Ankauf von Immobilien, Einwertung etc. 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 Das wird kommen, aber dann, wenn es Zeit ist. Ja, aber was für eine Lernkurve. Angefangen, wo du sagst, hey, ich bin bei der Bahn, mache aber so verschiedene Dinge, teste es aus, vom Nachtleben, von verschiedenen Sachen bis dann hin jetzt zur Vermietung. Und dass du dann sagst, okay, aber jetzt ist erstmal diese eine Sache. Ja. Weil klar, man liegt da nahe, dass man dann Immobilien kauft etc. Aber ich glaube, das ist auch für die Unternehmer, die zuhören, so interessant und auch für die CEOs. Ich glaube, das ist halt so eine Balance. Auf der einen Seite musst du halt auch neue Sachen ausprobieren, um dich neu zu erfinden. Klar. Ja. Ich glaube, du hast das auch gut gemacht, weil du hast ja 2 Einkommensströme. Auf der einen Seite dieses Mentoring, Coaching-Business und auf der anderen Seite dann das mehr traditionelle Vermietungsmodell dann. Ja. Kurzzeit. Ja, also ich möchte auch nicht sagen, dass das irgendwie Fehler waren. Also dass das komplett falsch war, was ich da früher gemacht habe. Also, weil da habe ich ja auch meine Erfahrung gesammelt. Ja, aber deine Zeit brauchte das jetzt, um dann halt zu skalieren. Korrekt. Ja. Also irgendwie, so dass das jetzt gut funktioniert, ist so ein bisschen auch die Summe der Erfahrungen, die ich früher gemacht habe. Ja. Das siehst du aber erst später. Ja.
im Endeffekt. Ich habe das jetzt gestern auch schon wieder gesagt im Podcast. Ist total beeindruckend, weil rückblickend kann man die Sachen immer verbinden. Ja, Ne? Steve Jobs, Gott haben selig, hat das mal gesagt. Looking backwards, you can always connect the dots. Und das stimmt halt so sehr, glaube ich, oder? Ja, ist auch so. Also, ne, deswegen habe ich vorhin zum Beispiel gesagt, bei der Bahn in dieser einen Stelle, Verkehrsdisponent hieß das, ich muss super schnell Entscheidungen treffen. Das hilft mir heute massiv. Ich bin super schnell geworden im Schreiben und allem. Und kann halt durchaus parallel auch verschiedene Sachen gleichzeitig irgendwie mitkriegen. Und das hilft mir heute brutal. Deswegen bin ich wahnsinnig schnell in der Entscheidungsfindung und in der Ausführung, wenn ich irgendwie was schreibe. Ja, super interessant. Aber davon profitiere ich heute richtig gut. Ja. Cool. Also wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen, wir haben über das Heute gesprochen, was du machst. Was kommt noch in Zukunft? Auf der einen Seite sagst du sicherlich nochmal irgendwann auch mal eigene Immobilien kaufen. Ja. Aber was ist jetzt noch geplant bei dir? Naja, also wie gesagt, ich arbeite momentan an einem relativ großen Projekt. Wenn das fliegt, dann habe ich damit mehr als genug zu tun. Das wird jetzt noch 2-3 Monate dauern, bis das so wirklich spruchreif und fertig ist, bis wir mal die ersten Tests wirklich starten können. Aber da halte ich sehr, sehr große Dinge drauf. Ansonsten, Immobilienkauf wird sicherlich irgendwann dazukommen. Wir möchten ganz gerne auch das Geschäft in den Vereinigten Staaten ein bisschen mehr ausbauen. Ich bin persönlich sehr, sehr gerne dort. Sonst wird das jetzt auch wieder keinen Sinn machen, jetzt, wenn du Deutschland vor der Tür hast, in den USA irgendwas zu machen. Du lebst dann auch in deinen eigenen Apartments in Florida? Ja, wir besuchen die halt mal. Ne? Und wo sind die in Florida? Fort Lauderdale. Sehr schön. Also nördlich von Miami. Ich bin so oft da, wenn man kannst mal vorbeikommen. Von Kupfert. Sehr gut, ja, gerne. Ja, auf jeden Fall, das steht an. Und dann perspektivisch, ich habe mal Lust, wirklich ein Hotel zu übernehmen. Ja, okay, ja, toll. Und in die Richtung auch mal weiter zu denken, da mal zu gucken, okay, wie kann man ein Hotel quasi modern betreiben? Wie kann man diese beiden Welten irgendwo auch zusammenführen? Ja. Und ich glaube, da kann ich dann auch wieder eine ganze Menge vermitteln, weil ich halt auch in dem Bereich klassische Individualhotellerie in Deutschland durchaus Themen sehe, die auch unsere Kunden heute schon haben. Also ich meine, wir beraten ja nicht nur Einsteiger, sondern auch wirklich Profis, die mehrere hundert Apartments betreiben. Und die Themen sind, glaube ich, sehr, sehr ähnlich zu dem, was auch viele Hoteliers haben. Und, also toller Unternehmer, tolle Lernkurve auch für uns, wirklich zu wissen, wann sollte man wirklich verschiedene Dinge ausprobieren, wann sollte man im Fokus bleiben. Und auf jeden Fall Unternehmer, den man auf dem Radar haben sollte. Danke. Vielen Dank. Ja, Hendrik, war sehr interessant. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, Michael. Cool. Und bis bald. Dankeschön. Ja. Warte nicht auf deine Zukunft. Erschaffe sie. Der Countdown läuft. Worauf wartest du? Mit smarter Technologie, intelligenter Automatisierung, zukunftssicheren Prozessen und einfacher Anwendung. Wachse im Team. Wachse mit deiner Community. Schaffe Raum für dein Potenzial. Mit Copecard machst du dein digitales Business einfacher, schneller und einfach besser.